Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire, und zwar zu einem ganz besonderen, denn es ist nicht nur der letzte Fall im Morddezernat, sondern wir gehen heute dem Black Dahlia Killer mal auf die Spur. Darauf freue ich mich wirklich schon die ganze Zeit, denn wir werden jetzt mal aufklären, wer denn für diese ganzen Morde verantwortlich ist und wie vor allem. Das ist richtig, richtig cool. Er legt uns nämlich, das sage ich euch zu Beginn, er legt uns quasi immer eine Spur von dem einen Ort zu dem anderen, lässt uns verschiedene Gedichtauszüge, glaube ich, da. Und das wird auf jeden Fall richtig interessant. Also erstmal hier. Kant Bidi. Fotze Bidi. Finde mich in meinem Versteck. Das ist der Black Dahlia Brief. Tja, jetzt ist halt die Frage, wer hat diesen Brief verfasst? Beziehungsweise hat sich die Mühe gemacht, Buchstaben aus einem Examiner auszuschneiden. Dann haben wir hier noch die poetischen Werke von Percy Bysshe Shelley. Da geht es jetzt nämlich mehr um das Gedicht oder um so poetische Sachen. Da bin ich ja raus. Was so Gedichte angeht und so poetisches Zeug, dafür bin ich leider nicht zu haben. Aber das ist halt jeweils die Spur, die er uns legt. Und deswegen müssen wir daraus ein bisschen schlau werden. Ich habe natürlich auch wieder mein Handy hier liegen, weil wir natürlich 5 Sterne erreichen müssen. Und von daher heißt es hier ein Hinweis. Fragen müssen wir dieses Mal nicht beantworten, also stellen. Wir müssen halt einfach nur Hinweise abklappern. Aber das ist ziemlich cool. Genau, also ihr seht schon, so eine Art Shakespeare-Typ. Das war das. Und jetzt kommt der erste entscheidende Hinweis, und zwar dieser Gedichtsauszug hier. Da steht nämlich drinne: und sahen verwundert nach dem Himmel auf, dieweil noch immer die Musik erscholl. Ich aber schlüpft in einen Brunnen schnell auf öffentlichen Markt, dem Widerschein des Mondes gleich, der sich in Wellen spiegelt unter grünem Laub. Another snippet from the Shelley poem. If the note is from the Dahlia maniac, he definitely also killed Teresa Terrellson. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Tarrelson murder, not to mention the Muller Hang case... on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have 5 birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed... What does he want it Where are to... you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A story with 2 meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain, thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. Und das ist halt das Coole daran, an diesem Fall. Er legt uns nämlich in diesen Gedichtsauszügen uns immer eine Spur. Also er schreibt immer genau das hin, wo wir ihn finden. Also wo wir als nächstes hingehen sollen. Jetzt mit diesem Brunnen in der Mitte eines Marktes, das deutet halt auf den Pershing Square hin. Ich hätte das auch am Anfang nie rausgefunden. Ich habe, als ich ohne die Lösung gespielt habe, echt stundenlang danach gesucht. Und zwar ist nämlich jetzt schon auf der Karte der Ort markiert, wo wir hin müssen. Und zwar hier in der Mitte. Pershing Square, wenn wir da drauf gehen, ihr seht, in der Mitte ist ein Brunnen. Das, was in dem einen Gedichtsauszug schon war. Und wie gesagt, so geht das jetzt Ort für Ort weiter. Wir werden jetzt ein bisschen rumfahren müssen, aber was heißt wir? Rusty fährt ja, der hat von dem Ganzen gar keine Ahnung. Der ist einfach nur da, um einen guten Eindruck zu machen und hinterher die Lorbeeren abzugreifen. Aber, wie ich schon in den anderen Fällen gesagt habe, wir haben immer den Falschen verhaftet. So, Pershing Square, 2:50 Uhr PM. Wir haben immer den falschen Mörder, denn es war, ja, ein und derselbe. Und das müssen wir jetzt natürlich rausfinden, wer das war. Und zwar müssen wir hier oben in die Mitte
in den Brunnen uns ein bisschen nass machen. So, zack, das gehört zur Polizeiarbeit. Und da oben Rather you than me, Phelps. liegen weitere Hinweise. Und zwar werden wir jetzt auch nach und nach Hinweise oder beziehungsweise auch Gegenstände von den Leichen You finden. know the local hobos use that. Wie zum Beispiel hier Elizabeth Short, Sozialversicherungsnummer. Elizabeth Short. Betty Short. Black Dahlia. Hilft uns jetzt erstmal nicht weiter, aber wir werden jetzt bei anderen Orten werden wir weitere Hinweise finden und auch Gegenstände der getöteten Frauen. So, und hier ist ein weiterer Auszug aus dem Gedicht. Und zwar: Seht, eine Grotte weiß ich, überwachsen von Pflanzen, die mit üppigem Gerank von Blumen und Blatt das Tageslicht verdämmen und ausgelegt mit Adern von Smaragd. In ihrer Mitte murmelnd springt ein Quell. Von höher Wölbung niederhangen dort des Bergs, Alter, das geht zu schnell, die wie Schnee, wie Silber oder diamantene Sicht, verbreiten rings ein trautes Dämmerlicht. So, der erste Auszug und der zweite Auszug. Overgrown with trailing odorous plants which curtain out the day. Where next? I'm going up to the lake. Und zwar müssen wir nämlich jetzt zum Stadtarchiv. Elizabeth Short's Social Security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? Zweiten Auszug entziffern, das ist Got a mir city wirklich map? schwer gefallen. Can work out where he's... Aber wir müssen, ach guck mal, oben links steht noch, die Gedichtauszüge beziehen sich auf Wahrzeichen in und um die Stadt. Das heißt, er ist richtig schlau eigentlich, der Black Dahlia-Mörder. Benutze die Hauptkarte, um die Wahrzeichen zu studieren und ein Ziel festzulegen. Also dafür muss ich jetzt nicht studieren, dafür habe ich ja das Handy. Und zwar gucken wir jetzt einfach mal, wo das Stadtarchiv ist. Stadtbücherei. Ne, das ist ja die Bücherei. Wir müssen ja ins Archiv. Hier ist das Filmset. Christ Town of Thrones, Main St. Terminal. Oder vielleicht war das doch... Ach, hier ist es. Die markanten gotischen Zwillingstürme des Stadtarchivs erheben sich über ein gewölbtes Dachfenster, das sich über etwa 15 Meter spannt. Die Glasarbeiten zeigen eine mit Pflanzen und Wildblumen überwucherte Höhle. Über der Lobby hängt ein Wasserfall-Kronleuchter. So oder so ähnlich stand das ja auch in diesem Gedichtsauszug drinne. Und deswegen ist jetzt das Stadtarchiv unser nächstes Ziel. Und so geht das halt immer weiter und weiter. Das ist schon irgendwie cool. Ist natürlich verrückt, was der Typ mit uns macht. Und dass er jetzt an jeden Ort einen anderen persönlichen Gegenstand legt, der jeweiligen gleiche. Aber Can you drive to this one? so an sich ist das richtig cool. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn es dann so langsam dem Morddezernat Ende hinzugeht. So, unser Kollege darf wieder fahren und dann schauen wir beim Stadtarchiv vorbei. Und an jedem Ort erleben wir auch was Besonderes, was anderes. So, Stadtarchiv baut sich noch auf, 2:55 Uhr PM. Da würden wir so nie hinkommen. Ich weiß nicht, ob man da im freien Spiel auch hinkommt. Hier gibt es ja auch die Möglichkeit, ähnlich wie bei GTA, dass man so ein freies Spiel hier hat, dass man sich frei bewegen kann, auch Autos freischalten kann, versteckte Orte und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Da hängt nämlich der Kronleuchter, wie in dem Gedichtsauszug beschrieben. Can I help you, sir? Auf jeden Fall. Detectives, LAPD. This is very important, sir. How do we get to the top of the chandelier? You what? Have a little faith, pal. We're in a real hurry. Head up to the top floor. There's an access panel and a ladder in the maintenance room. Geht doch. Dass sie hier immer die Polizeifrage oder die Polizeiarbeit in Frage stellen. Also einmal ganz nach oben. Das ist jetzt nicht ganz ungefährlich, ne? Das ist klar. Ich glaube, hier geht's jetzt lang, oder? Nee, müssen wir noch eins hoch? Oder war das hier hinten? Hier vielleicht? Hallo? Bin ich hier richtig? Oh. Entschuldigung. Rusty geht... Ah, guck mal, hier hinten ist der goldene Türknauf. Zack. Und jetzt müssen wir einmal die Leiter hoch. Da ist es schon. Und natürlich müssen wir uns wieder in diese gefährlichen Gegenden hier begeben. Rusty nicht. So, wir müssen jetzt erstmal balancieren. Das wäre auch nichts für Rusty gewesen. Balancieren. Das ist echt sehr, sehr cool sowas. Achtung. Oh. Sonst passiert nämlich das hier. So, und wir sehen schon von Weitem. Alter Vater. Na, das habe ich nicht gut gemacht.
los, wir sind gleich da. Halte noch ein bisschen das Gleichgewicht. Cool, so, ein weiterer Auszug und was haben wir denn da? Ist das nicht die Uhr von Deirdre Moller? Es ist sie tatsächlich. Deirdre Muller's missing watch. Wir sehen nämlich noch, innen drin steht Lady Elgin. Wir haben ja dieses Aufbewahrungskästchen, sage ich jetzt mal, gefunden, auf ihrer Kommode. Da war die Uhr aber nicht drinne. Die Tochter konnte uns das ja auch nicht sagen, der Mann ja ebenfalls nicht. Und hier liegt sie also nun, die Uhr. Und ein weiterer Auszug, der uns jetzt den nächsten Hinweis gibt. Ich versuche wirklich mitzulesen, aber wenn nicht, dann ist das so schnell. Aus den Tempeln hervor, von Aug und Ohr. Ob allen Künsten der Museen erbaut, aus murmelnden Wellen, entsiegelter Quellen, drin Weisheit dädälischer schwingen wird, Bethaut. Bethaut? Achso, das war schon, dritter Auszug. From the temples high of man's ear and eye, roofed over sculptures and poesy. Where have I seen that? So. Oh, scheiße, denn der Kronleuchter bewegt sich jetzt noch. Jesus Christ. Natürlich. Hold it off that goddamn thing. Find a rope, Rusty. There isn't time. See if you can Und swing zwar that müssen wir thing uns jetzt side hin und her to side, schwingen. get it over the edge, then Na, wer erkennt das Lied? Da gibt es auch ein bestimmtes Lied von einer Sängerin, das ich jetzt hier nicht anstimme, weil sonst kriege ich einen Copyright. Ein Kronleuchter hin und her schwingen. Jetzt, genau, Cole springt. Und der Kronleuchter ist kaputt. Tja, mehrere tausend Euro sind am Arsch. Die Rechnung bezahle ich. That was too close. Yeah, well, the higher you climb, the further you fall. Let's get out of here. Another Dahlia clue? No, a yellow gold wristwatch. The Molder Dame. Yes, and a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. Das können wir mit Hilfe meines Handys. Und zwar müssen wir zur Stadtbücherei. Und zwar stand ja in dem Gedicht ein Auge und ein Ohr. Und jetzt gucken wir mal zur Stadtbücherei. Und was sehen wir oben auf dem Dach? Bertram Grosvenor Godieu bezog sich beim Bau seiner hohen, tempelartigen Zentralbücherei auf das alte Ägypten. Das Gebäude ist überdacht von einer Mosaikpyramide. Am höchsten Punkt steht die Skulptur einer Hand mit Fackel. Sie repräsentiert das Licht des Lernens. Ne? Licht war ja auch drinne. Des Weiteren auch irgendwas von Tempel. Und oben, wenn man es sieht, ich glaube, das sieht man jetzt nicht, das sieht man gleich, wenn man hinfährt, ist oben ein Auge und ein Ohr. Ich müsste natürlich auch die Stadtbücherei markieren, dass Rusty dahin fährt. Hier, Stadtbücherei von LA. Und da fahren wir jetzt als nächstes hin. Wo hat Rusty geparkt? Ist das sein Auto? Ja. You can drive. Genau. Ich müsste dafür eigentlich einen Bonus kriegen. Ey, wirklich, wenn das Ganze hier rum ist. Müsste ich dafür eigentlich einen Bonus kriegen und Rusty gar nichts. Der könnte schon in Rente gehen. Ich könnte das hier alles alleine wuppen. So, ihr seht oben ein Auge und ein Ohr. Stadtbücherei von LA, 3:30 Uhr PM. Da müssen wir jetzt ganz oben hinauf. So sehr Rusty das auch nicht will, aber er muss jetzt ein bisschen warten. Und zwar müssen wir jetzt den Turm I'm not hauling myself up there. der Bücherei besteigen. War wieder klar, dass sich Rusty wieder aus allem raushält und Cole mit der entsprechenden Antwort. Wenn Rusty das hier machen würde, wären wir morgen noch hier. Und wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Wir müssen jetzt ein bisschen wandern. Das ist jetzt ein bisschen eine Lauferei, aber das ist sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich mag sowas. Ich würde ja fast schon sagen, ich mache das lieber, als die Mordfälle zu untersuchen. Aber nein, das wäre gelogen. Ich mache die Mordfälle auch richtig, richtig gern. Ist halt mal was anderes, ne? Nichts mit Fragen beantworten, nichts mit Hinweisen. So, Vorsicht, Gleichgewicht halten. Ja, macht er gut, Cole. Ja, sehr gut. Guck mal, besser als gerade auf dem Kronleuchter. Jetzt geht's hier wieder hoch. Dass die Bücherei auch so groß bauen mussten. Na, komm, willst du nicht die Leiter hoch? Da, jetzt geht er die Leiter hoch. Zack, 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 zack. Zum Glück scheint die Sonne. Zack, ein gewagter Sprung. Noch ein gewagter Sprung. Zack. Dann müssen wir auch schon gleich oben sein. Guck mal, wir sind schon fast da. Jetzt müssen wir noch einmal balancieren. So, hier oben. Schade. Wir könnten doch eigentlich so wie in GTA-Style oder wie bei Assassin's Creed uns jetzt einmal links rüber hangeln. Oh, Vorsicht. Ja, macht er gut. Also für mich wäre das nichts. Ich bin nicht schwindelfrei. Sometimes a step backwards is a step in the right direction.
Manchmal ist ein Schritt nach hinten, ein Schritt in die richtige Richtung. Genau, jetzt müssen wir nämlich wieder ein bisschen nach unten gehen, um auf der anderen Seite, haha, wieder hoch zu gehen. Zack, 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 zack. Noch einmal hoch und dann, glaube ich, die letzte Leiter und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir ganz oben und jetzt sieht man vielleicht nochmal ein bisschen besser. Da ist das Auge. Das Ohr müsste, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das hier sieht. Auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, ne? Ein Auge und ein Ohr. Sieht aus wie im alten Ägypten. So eine Art Tempel. Und wir haben hier, den nächsten Hinweis. Und zwar die Brosche von Antonia Maldonado. Our Lady of Guadalupe, ripped from Antonia's necklace. So, nach und nach finden sich jetzt also wieder diese privaten Gegenstände auf. Finde ich ziemlich cool. Ist zwar irgendwie verrückt auch, ne, dass der Mörder, der Black Dahlia Killer das mit uns macht, aber, oh, das ist voll viel. Und welche einst der grause, totgerinst begrabene Symbole der Zerstörung Ruinen, jetzt inmitten von Ruinen. Zur Seite hier die Trümmer stolzer Städte, bewohnt von Völkern, die die Erde deckt. Die sterblich waren, aber menschlich nicht, seht ihre ungeheuren Werke liegen, ihr widriges Gebein und Marmorbilder von ihrer Hand und Häuser dort und Tempelgestalten, Alter, die in das Grau gehüllt, nun der Vernichtung und zersplittert, versenkt nun in die dunkle Tiefe sind. Round which death laughed, sepulchred emblems of dead destruction, ruin within ruin. So this is a treasure hunt. Tja, und ihr habt sicherlich schon rausgefunden. Jetzt kommt wieder eine kleine Blende, weil den Weg müssen wir nicht wieder zurückgehen. What is it this time? The religious medal from the Maldonado case. The Dahlia, Moeller, Maldonado. When this gets out, We still have to find the guy, Rusty. another poem. Well, you must have some idea, right? Come on, Phelps. We're on a roll here. Don't let me down. Ja, ist mir eigentlich mal aufgefallen, dass wir die ganze Arbeit machen? Wir entziffern jetzt nämlich den 4. Auszug und mit ein bisschen Handy-Gecheate wissen wir, dass wir zu den Westlake Teergruben müssen. Und zwar, hier bin ich der Meinung, Pater Juan Crespi schrieb 1769 über Los Volcanos da Brea. Ab 1901 gab es dort archäologische Funde, darunter 1914 das Skelett einer Frau. Ein Schädeltrauma macht sie möglicherweise zum ersten dokumentierten Mordfall von L.A. Ich glaube, da ging es ja auch drum, ne? Mord und Grube. Deswegen, wir müssen hier hin zu den Westlake Tar Pits. Und zwar, genau, müssen wir hier hin. Das ist ziemlich cool, oder? Es ist zwar ein bisschen ruhiger, es gibt weniger zu erforschen, weniger zu erfragen, aber ich mag so Schatzsuchen. Und gerade in L.A. Noire, mit der Grafik hier, mit dem ganzen Gameplay drumherum, mit der ganzen Atmosphäre, deswegen wünsche ich mir so gerne einen zweiten Teil. Soll wohl in Arbeit sein, zusammen mit GTA 6, aber GTA 6 steht ja auch erst am Anfang, also in den Babyschuhen quasi. Deswegen müssen wir uns da leider noch ein bisschen gedulden. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon die Hälfte. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Westlake Teer um 4:10 PM. Ja, Säbelzahntiger, ihr seht, sehr ölig, sehr schmierig. Die Insel erreichen. Tja, und dreimal dürft ihr raten, wer das machen muss. Nicht Rusty. These are my best shoes, Phelps. I'll leave you to it. Very funny. Was gibt's da zu lachen, Rusty? Du kannst selber rüber, ey. Weißt du, bewege dich schnell zwischen den sicheren Plattformen. Whoa! Get a move on, Cole. Those boards are sinking. You want to end up like the other fossils? Ja, dankeschön. Ich glaube, wir müssen hier links rum. Ihr seht die Holzplanken, ne? Ist ein bisschen schmierig, bisschen ölig, deswegen ist das Bild gerade so ein bisschen verzerrt. Snakes around, Phelps. Can you see it through the tar? Steady. How you Also den doing Job von out Rusty hätte ich ja auch gerne. Be doing better if you were the one trying to get across this thing. Genau. Würde ich nämlich auch sagen. Anstatt so blöde Sprüche zu klopfen, ey. Ah, ja, die in der Mitte, die senken sich immer ganz schnell ab. Aber wir sind nach wie vor richtig, glaube ich. Komm, Cole, mach jetzt nicht schlapp.
Das muss ich mir aber auch grauenhaft vorstellen, wenn du hier einfach drin versinkst. That's at the forefront of my thinking. So, aber wir haben es jetzt gleich geschafft. Schau mal. Wir sind auf der anderen Seite und wir finden dort einen weiteren Gegenstand, den wir so an den Fundorten nicht gefunden haben. Und zwar ein weißer Schuh. Und zwar ist das der weiße Schuh von einer gewissen Teresa Tarleton. One of Teresa Tarleton's shoes. Ja, weiße Schuhe und ein Mord hatten wir vor 2 Parts, glaube ich. Und natürlich ein weiterer Gedichtsauszug, der diesmal nicht ganz so lang ist. Und jener anderen Lichtung dort im Wald, entrauscht im Wirbelsturm der Harmonien, ein Ball gefügt aus tausenden von Bällen, fest wie Kristall und doch durchfließt in ganz, als wäre es durch leeren Raum Musik und Licht. A sphere which is as many thousands. Diese Gedichte, ein Ball gefügt aus 1000 Bällen. Ja, das werden wir gleich herausfinden, beziehungsweise ich weiß es ja schon. Oh, Rusty holt uns mit dem Boot ab, das ist aber nett. An open-toed white shoe. And another stanza from the poem. I really thought that hobo bum did the Tarleton broad. Confessions from the insane aren't the most credible evidence, Rusty. Is this thing over? It's all part of his power over us, making us run round all over the city for the crumbs he's leaving us. So if we keep this up, we can find the guy? Ja. Wir werden ihn auch finden, wenn wir jetzt so weitermachen. Wir haben auch nicht mehr viele Standorte. Ich setze mich jetzt erstmal kurz ins Auto rein, oder beziehungsweise ich gehe zum Auto und dann zeige ich euch, wo wir als nächstes hin müssen. So, auf die Karte. Und zwar müssen wir nämlich jetzt zum County Kunstmuseum. LA County Kunstmuseum, das ist hier ganz in der Nähe. Und zwar steht da, an diesem Ort fanden bis 1909 Rennen und Glücksspiele statt, bis besorgte Bürger hier ein, in Anführungszeichen, kulturelles Zentrum erschufen. Das Museum enthielt die schönen Künste, während der Rosengarten Wunder wie das Himmelsmodell mit einer Sphäre innerhalb einer Sphäre oder einfach Amila-Sphäre bereithielten. Also ihr seht dort, dieser große Ball, das soll, glaube ich, die Weltkugel oder so darstellen oder die Welt. Und da drin ist ja nochmal ein kleinerer Ball. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Hinweis, dass wir zum LA County Kunstmuseum müssen. Case notes. Würde ich jetzt einfach so sagen. Wenn es irgendwie anders ist, schreibt es mal in die Kommentare rein, für die Leute, die das hier aktiv verfolgen und auch die Folgen bis zum Schluss schauen und meine Worte hier gehört haben. Und zwar, genau, LA County Art Museum, 6 Uhr PM. Wie gesagt, das sind Orte, da würde ich sonst freiwillig nie hingehen. Museum finde ich einfach zum Kotzen. Ich bin nicht so der Museumsgänger. So, und da sehen wir schon ein weiterer Brief, ein weiteres Gedicht, Gedichtsauszug. So, Zentrum des Labyrinths erreichen, genau. Wir lassen jetzt Rusty einfach mal zurück, weil der macht's eh nicht. Und das würde uns nur Zeit kosten. So, wir sprinten mal hier ganz geschwind. Zack, zack, zack. Und sind dann vor Rusty hoffentlich wieder draußen. Ach, guck mal, so schnell ist er hinter uns. You ever been in here, Galloway? No. I have no intention of going in. I heard that thing's tricky. I'm gonna wait here and have a quiet smoke. Think about hidden meetings. Wie immer eine sehr große Hilfe. This way to Maze. Maze. Also, wir müssen jetzt diesen Weg hier durchfinden, durch das Labyrinth. Super. Ich war mal in einem Maislabyrinth. Hat Spaß gemacht. Aber gefühlt, ey, habe ich auch noch einen Orientierungssinn wie ein Elefant. Das heißt, du kannst mich irgendwo in der Mitte absetzen und hast den ganzen Tag Ruhe vor mir. Ich würde diesen Weg nicht wieder rausfinden. Ich würde am Schluss einfach die Abkürzung nehmen und über die Ranken hier gehen. Aber wir können ja ab und zu mal hochschauen, ob wir richtig laufen oder nicht. Und wir können ja auch immer dem Geräusch nach. Ich weiß das gar nicht. Ich glaube hier und dann hier. Hier geht's, glaube ich, rum. Alter Vater. Also wer jemals so hohe Ranken hier erbaut hat, der gehört eigentlich gestraft und gesteinigt. Aber guck mal, wir haben es geschafft beim ersten Mal. Und was haben wir hier? Aha, einen roten Ring. Oder, genau, einen roten Ring von... Na, zoom ran. Once belonging to Celine Axford Henry. Genau, Celine Henry, das war, glaube ich, unser allererster Mordfall.
Der Ring von Celine Henry, auch der ist wieder aufgetaucht. Und ein weiterer Gedichtsauszug. Wer hätte es denn auch gedacht? Throne, Altäre, Tribunale, Kerker. Von unglückseligen Menschen einst besetzt, die Skepter trugen. Tiaras, Schwerter, Ketten und Folianten. Voll vertreten rechts, bewundert stets von blödem Unverstand. Sie glichen nun den ungeschlachteten Bildern, Gespenstern eines längst verschollenen Ruhms, die im Triumph von ihren Obelisken schauen. Thrones, Punkt. altars, judgment seats, and prisons. No, it couldn't be. Nein, das ist nicht möglich. Wer weiß, von welchem Standort er spricht? Na, habt ihr schon rausgefunden? Oder habt ihr das auch nachgeguckt? Es ist nämlich ein Filmset. See? That was easy. I found Celine Henry's ring. How far does this thing go? How did we not catch this nut job? Tja, darauf kann ich nur antworten, wir haben diesen Kerl schon mal gesehen. So viel sei mal als Hinweis gesagt, wir haben diesen Kerl schon mal gesehen. Eigentlich ziemlich zu Beginn, aber mehr Hinweise gebe ich jetzt nicht. Vielleicht kommt er selber drauf, wer der Black Dahlia Mörder ist oder wer dieser Typ ist, der das hier alles macht und dann als Black Dahlia Killer eingestuft wird. Unser nächster Standort, der vorletzte, ist nämlich das Intolerance Filmset. Und zwar ist dieses hier. Das Set der großen Mauer von Babylon wurde für D.W. Griffith Stummfilm-Epos Intolerance erbaut. Über 3000 Statisten paradierten, muss das nicht parodierten heißen? Naja, unter 8 riesigen Elefanten aus Gips an Altar und Thron vorbei. Der Film, damals die teuerste Produktion überhaupt, war ein Kassenflop. Also, hat nichts gebracht. Aber der entscheidende Hinweis, Altar und Thron. Deswegen ist das hier das vorletzte, der vorletzte Ort, wo wir hin müssen. Und dann haben wir es auch eigentlich fast schon geschafft. Wenn Rusty sich mal ein bisschen beeilen würde. Rusty, wo bist du denn? Guck mal, da legt er nochmal einen lockeren Abendsprint hin. Muss ja auch die Zigarette wieder abtrainieren. Perfekt. Rusty, das gibt super Haltungsnoten. Und dann sind wir auch eigentlich gleich schon durch. Wir müssen aber erstmal zu diesem Thron hoch. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Oder? Nee, das ist ein anderes Filmset. 7:30 Uhr PM am Filmset. Das ist ein anderes. There's the throne up there. Now it's just a matter of getting to it. Genau, da müssen wir hin. Also mit wir bin ich gemeint. Und wir waren hier, glaube ich, schon mal. Das kommt mir so vertraut vor. Auf den Thron klettern, genau. Das kommt mir echt so vertraut vor. Doch, ich bin der Meinung, doch, hier waren wir schon mal. Und zwar haben wir da auch, ich weiß gar nicht, wen haben wir denn da verfolgt, ey, keine Ahnung. Jetzt muss ich gucken, ob es hier nicht irgendeine Abkürzung hoch gibt oder ob wir die Treppe, ich glaube, wir müssen die Treppe trotzdem nehmen. Ich nehme die jetzt einfach. Zack, zack, das geht ganz geschwind hier. Die Lichtbugs da oben. Vom Gewitter. So, geschafft. Einmal hier durch. Zack. Sind wir... Ah, super. Ja, das hat uns ja noch gefehlt. Du holst mich hier gar nicht runter, Rusty. Ey, du machst überhaupt nichts. Wo soll ich denn hin, ey? Oh, balanciere die Plattform aus, bis Galloway dir helfen kann. Ja, Galloway, helf mir doch. Was macht er da? Hau schneller, Rusty. Ich jumpe, hopp. Zack. Alter. Hier will uns doch irgendeiner umbringen. Rusty, kommst du auch? Wo ist er denn? Ach, jetzt ist er wieder unten? Merkwürdig, naja. Auf jeden Fall, den Thron, wo haben wir den denn? Wir müssen noch weiter. Wir müssen nämlich hier runter. Genau, die Leiter noch einmal runter und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir an dem Thron angekommen, wo wir hin mussten. Richtig cool, oder? Ich finde es nach wie vor richtig, richtig cool. Aber diesmal, ach doch, hier, ein ganz kleiner Hinweis und zwar, aha, ein weiterer Ring. Typewriter ring. Evelyn Summers. Genau, das ist nämlich der letzte Fall gewesen. Schreibmaschinen, hatte ja auch der eine Typ da gesagt, der Junge, der mit ihr bis zum Schluss zusammen war. Und das letzte Gedicht, der letzte Auszug aus dem Gedicht. Alter. Voll lang. Oh, bann die Angst aus jedem stieren Blick.
Die bleichen Lippen, schließ und lass die Stirn, die Dornverwundete nicht überströmen vom Blut. Es mengt mit deinen Tränen sich. Die Augen, die in Schmerzen rollen, lass in Frieden und im Tode stille stehen. So soll dein Kampf des Kreuzes Stamm nicht schüttern. Die blassen Finger sollen so nicht spielen. O Schrecklicher, ich sprech nicht deinen Namen. Er war zum Fluch, ich seh den Weisen, Milden. Sehen den Erhabenen, den Gerechten, die gehasst von deinen Sklaven, weil dir gleich. Durch faule Lügen seh die einen ich, verjagt von ihres Herzens Heim, dem früh gewählten, spät beklagten Heim. Mein Gott, wer denkt sich sowas aus? Wirklich. Place he calls home. End of the line. Den Ort, den er sein Zuhause nennt, die Endstation, da ist nämlich jetzt der letzte Hinweis. Und zwar müssen wir auf eine oder zu verlassenen Kirche. Aber erstmal müssen wir noch hier runter, denn, ja, ihr seht's. Das Filmset ist schon marode und bricht gleich zusammen. Na, super. Zack. No, 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 no! No, 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 no. Ja, dann run. Come on! Run. Komm, wir haben es gleich geschafft. Zack. I thought the whole thing was gonna come crashing down on. I thought so too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her ring. Did you find another piece of the poem? Yes. The last piece. You sure, Cole? Let's find out. Aber ich möchte da nicht hinfahren. Ansonsten vielleicht, oder wenn es nicht so weit ist. Wir müssen jetzt irgendeine verlassene Kirche finden. Und zwar Main Sync Terminal. Nein, wir hatten doch die Kirche schon mal. Stadtarchiv. Nee, Westlake. Da war das County Museum. Spieler. Und zwar die hier. Chris Crown of Thorns. Die Kirche Chris Crown of Thorns wurde 1858 erbaut und war ein Meisterwerk der Neugotik. Verfiel jedoch, nachdem ein Sturm im September 39 das Dach zum Einsturz gebracht hatte. Ein Buntglasfenster, das die Kreuzigung und eine weinende Jungfrau darstellt, erhebt sich über dem verlassenen Altar. Also, das ist jetzt also unser letzter Hinweis. Wo sind wir denn? Sind wir da? Ah, guck mal, wir sind gar nicht so weit weg. Also, da kann ich auch ruhig hinfahren. Damit ich auch mal was zu tun habe, damit Rusty nicht, ja, alles machen muss. Nicht, dass er hinterher dann sagen muss, er hat Might see this as a cry for help. die ganze Arbeit hier gemacht. God's sake, Phelps. You're not trying to justify this. Hear me out, Rusty. This guy has been successfully slaughtering women in this town for half a year, maybe longer. He researches who he kills. So, und zwar hier. Verlassene Kirche und Pfarrhaus um 7:38 p.m. Das wird also nun jetzt der letzte Ort sein. Ihr seht, alles sehr marode, alles sehr heruntergekommen. Und wir werden jetzt auch gleich sehen, wer es ist. Angeblich. Die Eisenstange. Ihr erinnert euch, hier fehlt ein Stück der Eisenstange. Oder beziehungsweise des Gerüstes. Erinnert ihr euch? Die wurde nämlich auch zum Einbruch verwendet bei Antonia Maldonado, bin ich der Meinung. Die sehen genau so aus. Hier fehlt nämlich eine. Schade, dass man das nicht als Hinweis identifiziert. Das ist mir jetzt noch so aufgefallen im Nachhinein. Reminds me of my days as an altar boy. There's a light coming from the house. Nothing hasty, gentlemen. Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrails. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon. The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Do you remember me, detective? The temp bartender. Yes, you found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs dressed for the slaughter. We'll see about that. Also, ist das ein Ding? Garrett Mason, der Aushilfsbarkeeper aus dem Celine Henry-Fall, bin ich der Meinung.
ist also der Black Dahlia-Mörder. Oder was heißt Black Dahlia-Mörder? Ist für all die Leichen verantwortlich, die wir in letzter Zeit untersucht haben. Und wir müssen ihn jetzt finden. Wo ist er denn hin? We can't let the son of a bitch get away. The house, Rusty. There must be another entrance into the house. Dann los, auf geht's. Jetzt geht's nochmal richtig ab hier. Die Katakomben betreten. Und zwar dieses Pfarrhaus hier. Zack. Give yourself up. Wir finden jetzt hier gleich auch den Raum, wo er die ganzen Leichen zerstückelt hat. Und alles weitere. Und zwar, glaube ich, müssen wir hier lang. Oder? Ne, hier ist normales Zimmer. Oh, Alter. Sieht auch ganz schön runtergekommen aus. Hier geht's lang, genau. Das ist der Raum des Grauens. Hier hat er also alles mit den Frauen gemacht. You realize this must have been the place, Rusty. Krass, oder? Wie krank muss jemand sein, eben sich extra so einen Raum hier festhalten. Oh, guck mal, links ist so ein Lichtbug. Ihr seht den Spiegel. Jetzt ist er hell, jetzt ist er dunkel. Hell, dunkel. Krass. Das ist wirklich krass, ey. Hier finden wir auch noch ein paar Hinweise. Oh, ne, erstmal den Gang nach unten. Unten. Da gehen wir gleich hin. Wir haben unter anderem nämlich so ein blutiges Schraubding da. Radmutternschlüssel, glaube ich, ist das. Na, wenn er mal ranzoomt, genau. If we could bring him in alive, there's enough physical evidence for an airtight case. Und des Weiteren, das muss ich euch auch noch zeigen. Fucking nuts. What are the chances of hauling him out of here alive? Das hätte ich nie gedacht, oder? Dass so ein Barkeeper, so ein einfacher Bar-Aushilfskeeper zu sowas imstande ist. Hier liegen Skalpell und so weiter rum. Ich möchte nicht wissen, was er damit angestellt hat. Ey, das ist echt eklig. Medical experience, maybe? At least some working knowledge of biology. He's cruel and he's methodical. Genau das, was ich gesagt habe. Bar- oder Aushilfskeeper generell, Barkeeper, die wissen meistens mehr, als es den Anschein macht. Und sie sind auch zu mehr imstande, als es dann den Anschein macht. Ey, krass. Haut hochgezogen. Unglaublich, unglaublich. Ist hier noch irgendwas? Hier ist noch so eine Figur. It's the basis for all his riddles. Prometheus defied the cruel gods. This guy thinks he's doing the same thing. Tja, der ist einfach nur verrückt. Hazardous to your health. Der ist einfach nur verrückt. So, Garrett Mason müssen wir jetzt ausschalten, also umbringen. I'll go. Call for backup and keep an eye out above ground and see where this thing comes out. Don't let me down, Rusty. So, wir können jetzt nämlich auch zwei Varianten machen. Wir verfolgen ihn entweder die ganze Zeit oder wir riskieren ein bisschen, sodass wir ihn sofort schnappen. Sodass wir quasi ihm jetzt immer hinterherlaufen. Do I get a sense you're looking? Also so quasi. Und dann machen wir einmal zack, zack, zack und schon haben wir ihn. Wir hätten ihn jetzt auch noch stundenlang hinterherlaufen können, aber wir haben es geschafft. Wir haben ihn wohl angeblich getötet, den Black Dahlia Mörder. Where's the press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century when you think about Are it. you finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of him. The city owes you both. But there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's going to happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. They'll all be quietly let go. The DA knows how we'll have to play it. So that's it? I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of Vice has asked the chief for you. I'm reluctant to see you go to the glory boys of advice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife of yours and celebrate your promotion.
So, das war es also nun. Das war der letzte Fall im Morddezernat. Wir haben 15 Hinweise natürlich gefunden. Der Fall der Black Dahlia bleibt ungelöst. Nur eine Handvoll Männer kennen die Wahrheit. Wir sind befördert worden zur Sitte. Wir kriegen also auch einen neuen Partner. Und das wird auch ziemlich cool. Aber es ist leider immer noch nicht aufgeklärt. Er war es wohl nicht, weil er irgendwie ein Halbbruder von einem wichtigen Politiker ist. Deswegen kann er dafür nicht angeklagt werden. So habe ich das jetzt verstanden. Das heißt, die Suche geht weiter. Aber ich fand es richtig cool. Muss ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Part in einem neuen Fall, beziehungsweise Dezernat mit einem neuen Fall und einem neuen Partner wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.